Hallo, heute nehmen wir euch mit auf die Fahrt über die Ruta 40 von San Antonio de los Cobres über den höchsten Pass Südamerikas, den Abra del Acay, aber dazu später mehr, und dann weiter bis zur Laguna del Prealito. Und los geht's! Und ab geht's! Juhu! Schauen wir mal! Wir haben unseren ganzen Klumperabumbatsch vom Marktplatz von San Antonio de los Cobres wieder zusammengepackt und auf unseren Motorrädern verstaut und sind dann aus der Stadt rausgefahren. Da haben wir uns erstmal bei der Polizei gemeldet und durchgegeben, dass wir vorhaben, über den Abra del Acay zu fahren. Die sagten, ja, das könnt ihr gerne probieren. Wir können eure Daten aufnehmen und wenn ihr dann in La Poma hinter dem Pass angekommen seid und alles gut ist, dann meldet euch bitte bei der Polizei, dann schicken wir keinen Suchtrupp los. Und so haben wir es auch gemacht. Wie ihr nachher sehen werdet, waren die Straßenverhältnisse ganz okay, aber das weiß man in den Bergen nie. Und deshalb die Sicherheitsvorkehrung mit der Polizei, die diesbezüglich sehr, sehr freundlich und hilfsbereit ist. Wunderschön! Fred ist begeistert und wir waren es auch von der Auffahrt auf den Abra del Acay von San Antonio aus kommend. Diese Seite vom Pass ist die deutlich einfachere zu fahren. Leider hatte ich die ganze Zeit ein nerviges Haar auf der Zunge, das ich nicht wegbekommen habe. Ja klar, wo sollst du denn hin? Wie denn? Mit Handschuhen beim Fahren? Das sind Petras Witzelhaare. Das kannst du nicht einfach so mal kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt kommt eine kleine Tanzeinlage von Nico. Ich fahr schon mal langsam weiter, ich habe mal die Kamera an. Genau, vor mir. Ich glaube, das ist ja wolltest. Wir sind schon oben. Oh. Ich dachte mir, wir sind schon oben. Und schönes Wetter hier rechts runter. Wie toll. Vorerst noch. Und die BMW gehörte einem paraguayischen Motorradreisenden, Der einen kleinen Ninja-Kämpfer spazieren fuhr. Das ist jetzt also der Abra del Acay, der Pass in Südamerika, der angeblich der höchste ist. Der hat 4.895 Meter. Aber witzigerweise sind Nico und ich 2 Wochen später in Bolivien über einen anderen Pass gefahren, der war ein paar Meter höher. Und wenn man in Argentinien Richtung Nazareno fährt, dann fährt man über einen Pass, der hat eine Höhe von 5.050 Metern. Das zum angeblich höchsten Pass in Südamerika. Allerdings muss man dazu sagen, es ist völlig egal, es ist ein wunderschöner Pass und es rentiert sich, dort hinaufzufahren und die Landschaft zu genießen. Ja, das geht. Das sieht toll aus hier, den Stein. Wo ich links runterkarre. Und diese Seite, die dann weiter nach La Poma führt, das ist die schwierigere zu fahren. Denn es kann zu Steinschlägen kommen, es gibt Erdrutsche und am Ende muss man auch noch mehrfach einen Fluss durchqueren. So, und jetzt hat sich Petra wieder hübsch gemacht und hat diese scheußliche Windjacke ausgezogen. Wir sind hier einigermaßen geschützt, es windet erträglich und es regnet nicht. Also, und jetzt sieht es wieder gut aus, außer dem Plastik an ihrem Bidon, an ihrem Benzinkanister. Und ich musste ja vorhin umfüllen, weil meiner
nicht dicht war. Nicht ganz dicht wie der Herr, so ist geschah. Oder so der Beton, der Benzinkanister. Wie schön, wie schön. An dieser Stelle kann man sehr gut sehen, wie der Sand auf die Straße gespült wird, in diesem Fall nicht zu sehr, und wenn es noch mehr Regen hat, die Straße im Zweifelsfall sogar wegbricht. Das ist schön hier. Oh, hier stinkt's wieder. Ja, da roch's mal wieder nach Schwefel. Bis jetzt geht's super. Also wenn es so bleibt, haben wir eine easy Fahrt. Ich hatte es gar nicht mehr so schön in Erinnerung. Du? Ja, erinnern tue ich mich schon auch, aber dass es so schön war. Wir sind ja vor 3 Jahren schon einmal diesen Pass gefahren, nämlich einmal in die eine Richtung und kurz darauf wieder in die andere Richtung. Also insofern ist das jetzt unser 3. Mal. Und hier freut sich natürlich Petra über das kleine Lama und dessen Aufmerksamkeit. Es wurde Pato genannt. Die Ente. Und hinten kommen noch die Schafe, ich glaub's ja nicht. Na ja, komm. Oh, das ist noch so dick geblieben. Lass, ist okay. Es gibt, der kann ja nichts essen oder so. No problema, no. Oh, Hase. Auch noch? Ja. Wo? Dahinter. Da. Ah, hier. Ist das cool. Pato war erst wenige Monate alt und so zart und flauschig und neugierig und hat an meiner Hand rumgeknappert. Das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen habe ich von der netten Frau auch gleich ein Andenken gekauft. Ein handgeknüpftes kleines Lama. Und hier wollten wir vor 3 Jahren Trinkwasser nehmen. Wir haben es genommen, allerdings dann nicht getrunken, weil es war brutal mineralisch und wirklich ekelhaft zu trinken. Und wieder einmal hat mich Petra vor einer Querrille gewarnt, in die man nun wirklich nicht reinknallen will. Das ist zu einfach. Ja, die war heftig. Ja. Mir hat ihre Rille vorhin schon gereicht, in die ich rumgeballert bin. Klemmen hilft halt. Das ist einfach so. Und jetzt geht es schon mit den Wasserdurchfahrten los. Darauf hatten wir uns schon die ganze Zeit gefreut. Ich voraus. Nee, da ich würde hier, wo die Spuren sind. Ich kann aber auch vorfahren, ja. Nix da, ich fahr vor. Bist du Beschaffenheit? Okay, dann bist du gut dran. Okay, was kommt hier?
Bis zum nächsten Dörfchen La Poma führt der Weg immer an diesem Flüsschen entlang. Und solange man hier in der Enge ist, muss man ihn auch mehrfach kreuzen. Jetzt wird spannend. Ja, hier rechts rüber und dann müssen wir vorne gucken, wie wir da rumkommen. Ich fahr mal vor. Oder willst du fahren? Gut. Oh ja, bist nicht so tief. Gut. Ja, ist alles weggespült. Jetzt ja wahrscheinlich links am Rand entlang. Hier links rüber. Ja. Und dann quer. Und dann geht die Straße wieder rechts weiter, gell? Dann Ja. geht's rechts weiter. Ja. Das war das, was die gestern, glaube ich, meinten hier. Ja, super, hier dran. Ja. Ich bin einfach jetzt durchgequetscht. Hoffentlich kippt er nicht um. Ich habe gefilmt, ja klar. Super. Cool. Weiter geht's. Da vorne sieht schon lustig aus. Oh, hier geht's schon gleich los. Okay. An sich ist ja eine Wasserdurchfahrt gar nicht schlimm. Man will einfach nur nicht reinfallen, weil man dann erstens nass wird. Und wenn es nass ist, ist es auf diesen Höhen auch gleich ziemlich kalt. Aber vor allem will man nicht, dass das Motorrad blöd fällt und dann der Motor Wasser zieht. Weil dann wüssten wir auch nicht weiter. Okay, Rock'n'Roll. Ja, ist da. Ja, und hier ist mal gleich die ganze Straße weggebrochen. Ah, hinten hat blockiert. Alles gut, ich bin erschrocken. Ja, denn bei unseren Mopeds kann es passieren, wenn wir oft durch Wasser fahren, dass die Trommelbremsen hinten plötzlich sich festfressen und blockieren. Und das ist ziemlich unangenehm. Ja, und da wollte Nico mich schön filmen, wie ich da um die Kurve komme. Ich bremse und hinten hat's blockiert. Ich komme zum Stehen, aber Gott sei Dank ist Fred nicht hinten drauf geknallt. Jetzt wollte ich dich gerade mit Schwung aufnehmen und dann hat auch blockiert, oder was? Scheiße, deswegen, okay. Ja, das Problem mit dem blockierenden Hinterbremsen hat uns dann noch ein Weilchen begleitet, bis die wieder freigeschliffen waren. Ich weiß nicht, wie blockiert. Ich
kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Was gibt's? Käse oder Cabra? Schön. Boah. Ja, ich finde es hier so schön, diesen Rund mit den hohen Büschen. Die sind dann vorbei. Ja, na klar. Keine Action hier. Jetzt wo gerade die Genau, jetzt wo gerade die Hinterbremse nicht blockiert, will man nicht durch eine so große Pfütze fahren. Obwohl die natürlich sehr verlockend aussah. Vorsicht, 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 Vorsicht. Damit ich nicht rein kann. Durchgekommen. Ja. Mit den Füßen oben. Halt Ziegen, gell? Und das ist die alte Brücke nach La Poma. Es gibt nämlich 2 La Pomas. Ein neues La Poma und das alte La Poma, das bei einem Erdbeben an Weihnachten zerstört wurde. Das ist ungefähr 100 Jahre her. Also sind wir von der Hauptroute abgebogen in Richtung Altes La Poma, diese wunderschöne malerische Strecke entlang und fahren dann weiter zum neuen La Poma, um dort Mittag zu essen. Und Folgendes passiert, wenn man zu wenig Sauerstoff im Kopf hat. Dumm, Didel, Bumm, La Poma fiel um, als die Erde wackelte und der Nico zwackelte. Petra und Nico fahren hier herum. Dumm, Didel, Dumm, La Poma, das fiel um. La Poma liegt in einem wirklich idyllischen Tal. Es ist super fruchtbar und außenrum sind die wunderschönen Berge. Und die meisten Menschen in La Poma haben in ihrem Garten einen wunderschön, gut gepflegten, reichhaltigen Gemüsegarten. Und der Besitzer von einem kleinen Tante-Emma-Laden hat uns auch erzählt, dass er richtig gerne in La Poma lebt. Es ist sicher, die Kinder können auf der Straße spielen und jeder kennt jeden. Und das ist der Camping Municipal von La Poma. Dort haben wir auf unserer ersten Reise schon öfters übernachtet. Der ist wirklich schön, sehr gepflegt, hat sehr gute Sanitäranlagen und zumindest damals hat er nichts gekostet.
Und nachdem wir bei der Polizei Bescheid gegeben haben, dass wir gut angekommen sind, sind wir essen gegangen. Hier warten wir und dann kam es auch. Sehr lecker. Und nachdem wir uns gestärkt hatten und es noch früh am Tag war, sind wir einfach weitergefahren. Nee, da will ich links die Reifenspuren sind. Und wir als Motorradfahrer durften an dieser Stelle über ein Privatgelände die Baustelle auf der Straße umfahren. Die Autos durften das nicht. Und hier fahren wir durch den wirklich hübschen Touristenort Katschi, der auf der Route 40 liegt. Das wird Tankstelle. Bei uns stand heute die Laguna del Brialito als Übernachtungsziel an. Die hatte uns Frank empfohlen und die liegt ziemlich versteckt in den Bergen. Aber unser Freund Frank, der seit 20 Jahren in Südamerika lebt und dort als Motorradguide arbeitet, der hat uns netterweise diesen Tipp gegeben. Und wie ihr nachher sehen werdet, es ist ein wunderschöner Ort und ein richtiger Geheimtipp. Aber vorher gab es noch ein kleines Päuschen, wir haben Wasser eingekauft und die gesprächige Besitzerin zeigte uns diesen Vogel, den sie ursprünglich mal aufgezogen haben. Der saß da oben im Baum und glotzte von oben runter. Aber dann gab es ein kleines Problem mit der soeben gekauften Wasserflasche, die ich hinten an meinem Benzinkanister befestigt hatte. Aber wie könnte es auch anders sein? Petra fand eine hervorragende Lösung. Verklebt wird. Oh, das kühlt! Das ist kühl! Das ist gut! Oh! Kalter Bauch! Ja! Und hier sind wir mittlerweile schon von der Route 40 rechts abgebogen in Richtung Berge und Lagune. Die Lagune liegt übrigens auf 2500 Höhenmetern, ist also gut 2500 Meter tiefer als der Abra del Acai, über den wir vorher noch drüber gefahren sind. Und dann hat mich ein runder Argentinier angehalten und gefragt, wohin ich gehe. Da bin ich erstmal erschrocken, weil das klang ein bisschen schroff. Dann habe ich ihm gesagt, dass wir Richtung Lagune fahren und da war er ganz begeistert und hat mir den Tipp gegeben, dass wir hier unbedingt links rumfahren sollen, denn rechtsrum der Weg, der führt nicht zur Lagune. So, anda, bien. Gracias. Gracias.
Und wenn ihr euch wundert, warum Fred so selten zu sehen ist, der hat es bevorzugt, hinter uns zu fahren und deswegen ist er leider nie oder fast nie auf diesen Fahraufnahmen zu sehen. Aber er hat uns die ganze Zeit treu und freudig begleitet. Von der Route 40 bis zur Lagune waren es ungefähr 20 Kilometer auf diesem Weg. Und wie man sehen kann, sind wir nicht allzu schnell vorwärts gekommen, weil die Straßenverhältnisse auch aufgrund der Regenzeit sicherlich nicht die allerbesten waren. Aber landschaftlich und was die Aussichten anging, war es wirklich fast nicht zu toppen. Und der Weg führt dann tatsächlich weiter hinten, da wo die Berggipfel sind, denn dazwischen versteckt liegt die Lagune. Aber bis dahin wechselten nicht nur die Landschaften, sondern auch die Straßenverhältnisse. Wie hier ein Flussbett mit lauter Stein, dann wieder mit Sand, bergauf, bergab, über Stock und Stein. Ja, es blieb spannend, nicht nur landschaftlich, sondern auch fahrerisch. Was ist los? Weiter oder willst du ein Foto machen? Ja, lass mal ein Foto machen. Und im Bild Mitte rechts sieht man schon den ersten Zipfel von der Lagune und dann ging es auch die letzte Abfahrt hinunter zu unserem Schlafplatz. Und jetzt haben wir uns gefragt, ob wir hier oben zelten sollen oder unten am Wasser. Na, schlussendlich ging's ans Wasser unten, an die Lagune. Cool, oder? Wollen wir runter ins Wasser fahren? Gut. Und da waren so viele Esel, damit hatte keiner gerechnet. Aber das war natürlich eine schöne Überraschung, denn wir mögen Esel und die haben auch gar nicht so arg viel gebrüllt.
Und hier haben wir unsere Zelte aufgebaut. Da es aber ein bisschen zu tröpfeln anfing, hat sich Fred einen Unterstand gebaut. Zum Glück hat es bald aufgehört und wir konnten den Abend ohne Regen oder Tröpfeln genießen. Dumm, Didel, dumm. Die Folge ist jetzt um. Tschüss.